und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comic. Ihr sucht einen Mähroboter, der ohne Kabelstrippen auskommt, ohne Kabel verlegen, der einfach mittels Satellitensteuerung auf den Zentimeter genau euren Rasen mähen kann, so wie er dieses Teilstück hier schon gemäht hat. Dann wäre der Endbot Genie 600 vielleicht etwas für euch. Diesen Rasenroboter werde ich in dem Video testen. Ich erzähle euch, was er kann, welche Möglichkeiten ihr damit habt, was er nicht kann. Und wenn ihr wissen wollt, ob das der richtige Roboter für euch ist, dann bleibt dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Der Endbot Genie 600, der Mähroboter, den ihr hinter mir fleißig bei der Arbeit seht, ist für Grundstücke für Rasenflächen bis 900 Quadratmeter geeignet. Der Roboter kommt gänzlich ohne Begrenzungs- oder Steuerkabel aus, denn er navigiert über Satellitentechnik mittels RTK-Antenne. Zusätzlich hat er 4 Kameras, mit denen er seine Umgebung in Echtzeit wahrnimmt und so Hindernissen ausweichen kann und natürlich auch erkennt, wo der Rasen ist oder die Rasenkanten. Bevor ich euch zeige, wie ihr diesen Rasenroboter installiert, wie ihr die Ladestation installiert, wie ihr eure Grundstück kartiert, manuell oder automatisch, zeige ich euch erstmal, was im Zubehör inbegriffen ist. Was erwartet euch? Na klar, ihr bekommt auf jeden Fall den Roboter in der Lieferung dazu, ihr bekommt eine Ladestation dazu, ihr bekommt die RTK-Antenne dazu, inklusive dieses ungefähr 1,50 Meter langen Halters. Ihr habt verschiedene Kabel dabei, das Netzteil ist dabei und die Erdanker, um die Ladestation mit dem Boden sicher zu verbinden. Was gibt es noch dazu? Eine Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen, darunter auch in Deutsch verfügbar. Und was ich persönlich sehr, sehr schön finde, ist diese Kurzanleitung, wo ihr auf einen Blick seht, was ihr zu tun habt, um den Roboter zum Laufen zu bringen. Das Ganze gibt es auf Deutsch oder auf Englisch, so wie ihr das eben besser versteht. Die Kabel, die ihr dazu bekommt, bestehen, wie eben gesagt, zum einen aus dem Netzwerkkabel, insgesamt knapp 1,50 Meter, was ihr hier zur Verfügung habt. Dann bekommt ihr aber noch mal ein Verlängerungskabel dazu, an dem noch mal ungefähr 3 Meter, 4 Meter drauf sind. Und was im Original nicht dabei ist, ist ein Verlängerungskabel für die RTK-Antenne. Ich habe mit Endbot gesprochen und die Zusage bekommen, dass mit den nächsten Lieferungen dieses Kabel inklusive dabei sein wird. Denn ihr müsst euch vorstellen, diese Antenne hat auf der Rückseite nur ein extrem kurzes Kabel, ungefähr 30 cm, und wird direkt mit der Ladestation auf der Rückseite hier verbunden. Bedeutet, ohne dieses Verlängerungskabel, was es zukünftig im Lieferumfang automatisch mit dazu gibt, müsstet ihr diese RTK-Antenne in unmittelbarer Nähe dieser Ladestation anbringen. Fand ich jetzt nicht so toll, habe ich nachgefragt und eben die Zusage bekommen, zukünftig wird dieses Kabel im Lieferumfang automatisch mit dabei sein. Finde ich gut. Da wird auf den Kunden gehört und entsprechend reagiert. Der Roboter, den seht ihr jetzt hier auf dem Tisch. Das Gerät ist massiv, es ist relativ schwer und was natürlich auffällt, ist die Optik. Ihr habt vorne die beiden Frontkameras, ihr habt an der Seite 2 Kameras, um dieses 4D-Vision herzustellen. Das heißt, der Roboter fährt nicht nur über die RTK-Antenne, nein, er erkennt seine Umgebung mit Hindernissen, mit Begrenzungsstreifen, mit Rasenflächen und weiß, wo er mähen soll und wo er eben nicht mähen soll. Und durch die Programmierung, die künstliche Intelligenz integriert, soll es möglich sein, dass dieses Gerät lernt. Er lernt immer weiter. Er lernt, was er darf, er lernt, was er nicht darf, und durch Firmware-Updates, die per WLAN automatisch eingespielt werden, wird er immer schlauer und immer besser. Bedeutet, selbst wenn am Anfang nicht alles perfekt läuft, im Laufe der Zeit wird es dann immer besser. Tja, mehr gibt es gar nicht zum Lieferumfang zu sagen. Ich schlage vor, ich nehme das Teil jetzt einfach und baue das mal auf meiner Teststrecke auf. Und danach wird der Rasen kartiert, damit ich euch zeigen kann, wie das funktioniert und natürlich auch, wie genau er die Rasenflächen mäht. Die Ladestation ist wirklich kinderleicht und sehr, sehr schnell zu installieren. Alles, was ich gemacht habe, ist, die Station auf den Boden zu stellen. Mit den 4 Erdankern habe ich sie befestigt und auf der Rückseite einmal das Kabel für die RTK-Antenne angeschlossen und die Stromversorgung habe ich ebenfalls sichergestellt. Den Roboter habe ich einfach auf die Ladestation geschoben, er ist angesprungen, hat eine Melodie abgespielt und mit der Startprozedur bereits begonnen. Worauf müsst ihr achten? Ganz klar, die Ladestation braucht ein WLAN-Signal. Ohne WLAN kommt ihr nicht wirklich weit, denn über die WLAN
Signal über die Internetverbindung wird die Kartierung sichergestellt, die Firmware-Updates werden sichergestellt, das Zusammenspiel mit eurer App wird sichergestellt und wenn ihr kein WLAN an dieser Stelle habt, dann kommt ihr da nicht weiter. Ihr braucht das WLAN-Signal allerdings nur an der Position, an der der Roboter steht, an der Ladestation, an der Rasenfläche, dort wo der Roboter überall fährt. Dort braucht ihr nicht zwingend WLAN, das ist schon mal ein kleiner Lichtblick. Was mache ich jetzt? Ganz klar, ich werde den Roboter in der App einrichten und anschließend werde ich die 3 Rasenflächen, die ich hier habe, automatisch kartieren bzw. manuell, um euch einfach mal zu zeigen, wie schnell und einfach das möglich ist. Ich habe mir die Endbot-App heruntergeladen und mir ein Nutzerprofil erstellt. Nun kann ich direkt das Gerät hinzufügen, indem ich auf der Startseite auf Gerät hinzufügen klicke. Bluetooth ist aktiviert und ich klicke auf Bereit. Die App hat den Roboter problemlos gefunden. Der Standard-Pin lautet 0000. Bluetooth pairing successful. Network setup success. Start upgrading. Eine knappe Viertelstunde hat es gedauert, die 3 Grundstücke, die 3 Rasenflächen hier zu kartieren. Ich habe das alles im Automatikmodus gemacht, soweit passt das. An einigen Stellen habe ich bereits die Erfahrung gemacht, dass er nicht perfekt kartiert, gerade da, wo zum Beispiel meine Ventilboxen sind. Dort kann man aber ganz einfach im laufenden Betrieb im Automatik-Kartierungsmodus auf manuell umschalten, den Bereich, den er umgehen möchte, manuell mitnehmen und direkt im Anschluss wieder auf den Automatikmodus zurückwechseln. Auf diese Art und Weise ist es auch möglich, die Ecken schön auszubilden in dieser Karte, denn im Automatikmodus macht er das leider nicht so gut. Da werden dann gerne mal solche Rundungen gefahren und die Ecken sind eben nicht ordentlich gemäht. Aber das kann man mit Software- und Firmware-Updates noch lösen. In erster Linie ist der Rasen jetzt erstmal kartiert. Der Roboter fährt automatisch zurück in seine Ladestation, wird dort erstmal den Strom nachtanken, den Akku vollladen und dann wird es Zeit für den ersten Mäheinsatz und ja, mal schauen, wie gut er den Rasen hier mäht. Die Hinderniserkennung des Roboters funktioniert primär über seine 4 Kameras. Mit der KI, die verbaut ist, mit diesen lernfähigen Algorithmen, ist er in der Lage, Hindernisse zu erkennen und entsprechend auszuweichen. Meinem Deckel für das Abwasser bzw. meinen Ventilboxen, die ihr hier im Rasen seht, denen weicht er nämlich auch zuverlässig aus, da fährt er nicht drüber. Das muss ich nachregeln, indem ich die Karten nachkartiere über den manuellen Modus, in der Hoffnung, dass mir dann später nicht um diese Ventilboxen große Rasenzonen entstehen, wo ich dann doch wieder mit dem großen Mäher manuell drüber müsste. Während der Akku des Roboters aufgeladen wird, werde ich euch ein wenig in der App herumführen. Die App von Endbot könnt ihr direkt im Play Store oder im iStore herunterladen. Die entsprechenden Links setze ich euch unter das Video in die Beschreibung. Nach dem Start der App wird mir automatisch mein Roboter angezeigt und über Gerät eingeben kann ich in das Feintuning wechseln. Hier sehe ich meine Karte, die ich erstellt habe, inklusive dieser 3 Rasenflächen. Zwischen den Rasenflächen sind die Wege, die der Roboter fährt, um zu diesen Flächen zu gelangen, sehr gut zu erkennen. Oben rechts sehe ich den Batteriestand und unten habe ich eine Schnellauswahl an den wichtigsten Funktionen. Ich kann den Roboter umgehend starten oder mich erst einmal der Einstellung zu den Karten widmen. Ihr seht, die Auswahl liegt auf Gesamtkarte und über die Zahnräder kann ich hier Einstellungen für alle Karten vornehmen. Ich kann die Schnitthöhe feststellen, 5 cm, 6 cm oder eben 4 cm und ich kann festlegen, wie oft der Roboter diese Fläche abfahren soll, einmal oder zweimal. Viel wichtiger finde ich aber die Funktion, die sich ganz unten befindet, und zwar die Mährichtung. Ich möchte, dass der Roboter möglichst effektiv seine Linien zieht und da ist es hinderlich, wenn auf einem rechtwinkligen Grundstück der Roboter diagonale Bahnen zieht. Ich kann über das Mähmuster festlegen, wie der Roboter zu fahren hat. Da der Roboter bzw. die Ladestation bei mir 90 Grad zum Rasengrundstück steht, kann ich diese Einstellung wählen. Steht die Ladestation schräg, muss ich natürlich ein wenig mit dem Winkel arbeiten, mit dem Ziel, dass der Roboter immer gerade Linien entlang der Rasenkanten zieht. Über Speichern wird die Funktion abgesichert.
Rechts neben dem Zahnrad kann ich die Karten verwalten. Ihr seht, ich habe bereits Zonen angelegt. Da muss ich sagen, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das nun gut finden soll. Bei meinem Ecovex-Roboter ist es so, dass ich die einzelnen Teilstücke direkt anklicken kann und Zonen zuordnen kann. Hier muss ich die Zonen über Hinzufügen auswählen, kann für jede Zone eine separate Mähzeit, eine separate Schnitthöhe festlegen, soweit so gut. Sobald ich die Zone aber habe, muss ich die mit diesem Viereck anlegen. Da muss ich sagen, das gefällt mir jetzt nicht wirklich richtig gut. Nach einem Gespräch mit N-Bot wurde mir aber zugesagt, dass das mit dem nächsten Firmware-Update, was ab Mai 2025 erwartet wird, auch besser funktionieren soll. Über die Kartenerweiterung kann ich weitere Zonen anlegen. Das habe ich vorhin getan, um die zweite und dritte Zone anzulegen. Ihr seht, ich kann über das Steuerkreuz den Roboter durch die Gegend fahren oder mit dem Automatikmodus an der Stelle, an der ich mich gerade befinde, mit der automatischen Kartierung starten. Die Kantenbearbeitung ist auch relativ neu. Hier kann ich für die verschiedenen Zonen festlegen, wie die Kanten bearbeitet werden sollen. Auch hier kann ich festlegen, welche Schnitthöhe, und ich kann festlegen, wie weit der Roboter über die Kante hinausfahren darf. Wichtig, im aktuellen Zustand, den ich habe, mit einer Beta-Firmware, ist es so, dass der Roboter mit einer fixen Distanz über die ursprüngliche Randzone hinausfährt. Das bedeutet, wenn ich eine Randzone festgelegt habe und hier 20 cm Outspread Distance hinterlegt habe, dass der Roboter auf Biegen und Brechen immer 20 cm außerhalb der vorher kartierten Randbegrenzung fährt. Sollte dort sich nun ein Hindernis befinden, wird das vom Roboter ignoriert und gekonnt überfahren. Auch hier hat mir aber N-Bot eine Lösung zugesagt, die mit einem der nächsten Updates zeitnah erfolgen soll. Da muss ich an der Stelle einfach mal ein Lob aussprechen. Der Kontakt mit N-Bot war sehr, sehr gut, sehr schnell und die Sachen, die mir aufgefallen sind, wurden mir bereits bestätigt bzw. für zukünftige Firmwares bereits zugesagt. Neben den Zonen kann ich natürlich auch Spots anlegen, also Bereiche, wo er besonders häufig fahren soll. Und ich kann mit dem Symbol rechts unterhalb der Karte festlegen, wo der Roboter auf keinen Fall fahren darf, nämlich sogenannte No-Go-Areas. In dem Fall kann ich über das Steuerkreuz direkt zu dieser Zone hinzufahren und dort dann entsprechend die Autokartierung bzw. manuelle Kartierung für einen No-Go-Spot anlegen. Schauen wir uns das Menü des Roboters an. Über den Zeitplan kann ich festlegen, in welcher Zeit der Roboter fahren soll. Er startet in diesem Beispiel um 8 und spätestens 14 Uhr fährt er zurück in die Garage. Sollte er bereits früher fertig sein, wird er natürlich auch schon früher in der Garage stehen. Ich kann festlegen, wie oft das Ganze wiederholt werden soll, zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch oder nur an einem Tag in der Woche. Und ich kann die Schnitthöhe für diesen Zeitabschnitt festlegen. Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn ich für verschiedene Tage verschiedene Schnitthöhen anlegen kann. Auch die Mähfolge kann ich festlegen innerhalb der Zonen 1 bis 3 in meinem Beispiel. Mit der Nicht-Stören-Funktion kann ich Zeiten festlegen, in denen der Roboter auf keinen Fall fahren soll. Die Kartenverwaltung habe ich euch eben schon gezeigt. Danach kommt die Regen- und Schneewarnung. Hier wird festgelegt, wie lange der Roboter warten soll, nachdem er Feuchtigkeit erkannt hat. Hierzu hat er einen Sensor auf seiner Oberseite. In den Spracheinstellungen habe ich die deutsche Sprache festgelegt und auch die Lautstärke, die der Roboter abgeben soll. Neben Deutsch könnt ihr natürlich auch Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch wählen. Die Netzwerkeinstellungen sind ebenfalls vorhanden. Hier könnt ihr das Netzwerk wechseln. Wichtig, 2,4G wird unterstützt. Das 5 GHz Netz wird leider nicht unterstützt. Die Firmware aktualisiert sich automatisch. Den aktuellen Stand könnt ihr aber jederzeit abfragen. Über die manuelle Steuerung könnt ihr den Roboter über eure Rasenflächen steuern und ihn manuell mähen lassen. Hierzu müsst ihr allerdings über Bluetooth euch in unmittelbarer Nähe des Roboters befinden. Unten in den Einstellungen kann ich natürlich noch den PIN-Code zurücksetzen, die Werkseinstellung wiederherstellen, das Gerät umbenennen und die Mähaufzeichnung, Geräteinformation und das Benutzerhandbuch abfragen. Alles in allem, alles was ich brauche, ist in der App vorhanden. N-Bot bietet darüber hinaus auch die intelligente Rasenpflege. Und zwar könnt ihr unten links auf diesen kleinen KI-Roboter-Knopf klicken und diese Funktion aktivieren. Der Roboter wird in regelmäßigen Abständen euren Rasen abfahren und feststellen, an welchen Zonen bzw. in welchen Bereichen er öfters fahren soll. Mit dieser Funktion erfolgt die Rasenpflege und der Rasenschnitt vollständig automatisiert mit einer eigenen Lernkurve. Da bin ich mal gespannt, wie sich das langfristig auswirken wird.
Ich habe von N-Bot eine Beta-Firmware zur Verfügung gestellt bekommen, um die neuen Funktionen bereits jetzt testen zu können. Der Randschnitt verläuft nun deutlich besser. Insbesondere da, wo ich gepflasterte Randbereiche habe, kann der Roboter drüber fahren und die Ränder schneiden. Denn dieser Roboter hat ja nur eine Drehscheibe, eine Mähscheibe, die die Klingen lagert, die in der Mitte ist. Das bedeutet, links und rechts sind irgendwo 5 cm Luft, die der Roboter eben nicht schneiden kann, beziehungsweise nur dann schneiden kann, wenn er so weit über den Rand hinaus fährt, wie ihr hier sehen könnt. Was leider nicht so ganz funktioniert, ist das Mähen über meine Kiessteine. Das hat der alte Gardena-Mäher deutlich besser hinbekommen. Der N-Bot hat ein so starkes Profil, dass die Steine doch stark herausgerissen werden und er sich ab und zu festfährt. Da bin ich gespannt, was die Ingenieure noch hinlegen, denn da muss auf jeden Fall nachgebessert werden. Die Zusage habe ich von N-Bot, dass das auf jeden Fall passieren wird. Und ja, bin mal gespannt, ob das im Mai-Update bereits dabei sein wird. Ich konnte den N-Bot Genie 600 nun doch einige Wochen testen. Über einen Monat hat er hier den Rasen gemäht. Was anfänglich doch arge Bauchschmerzen gemacht hat, war die Randschneidung und die Erkennung der Wege. Da ist die Firmware nachgebessert worden, zwar immer noch eine Beta, aber in 2-3 Wochen soll die dann offiziell veröffentlicht werden, dass auch ihr etwas davon habt. Was ist mein Fazit im Moment? Dein erstes Fazit ist, es wird auf jeden Fall ein Folgevideo geben, denn die neuen Funktionen, die mir persönlich noch fehlen, werden ja in ein paar Wochen nachgeliefert und ich möchte auf jeden Fall wissen, ob es sich lohnt. Ansonsten die Frage, lohnt sich der Kauf jetzt schon? Durchaus. Wenn ihr ein Grundstück habt mit geraden Kanten, wo der Rasen sich optimal von den Seitenflächen abhebt, dann seid ihr mit dieser automatischen Kartierung gut beraten. Wenn eure Ränder befahrbar sind, so wie bei mir die Gehwege, die Pflastersteine und dergleichen, dann habt ihr gar keine Probleme. Der Roboter mäht bis zum Rand hinaus und ihr könnt ja sogar einstellen, wie viele Zentimeter darüber hinaus er mähen soll. Das passt für mich auch. Wenn ihr Kies am Rand habt oder eine Mauer, die direkt am Rasenrand emporsteigt, dann ist der Genie 600 vielleicht nicht die optimale Wahl, beziehungsweise wird dann immer ein Grasrand am Rande stehen bleiben. Die Sicherheitseinstellung, die Hinderniserkennung, auch das werde ich im nächsten Video intensiver testen. Seid gespannt, ich freue mich drauf auf dieses Video. Und wenn ihr mir ein Feedback geben wollt zu dem Stand, wie er jetzt hat, dann schreibt mir doch einfach mal unter das Video in die Kommentarspalte, was ihr über diesen Roboter denkt. Unter dem Video in der Beschreibung findet ihr natürlich auch den Link mit weiteren Informationen zum Roboter. Ihr findet den Promo-Link von N-Bot, den ich zur Verfügung gestellt bekommen habe, um euch diesen Roboter schmackhaft zu machen. Denn preislich ist es doch eine ganz andere Liga als zum Beispiel mein A1600 RTK. Das muss man an der Stelle auch mal sagen, dass sich das ja irgendwo widerspiegeln muss. Ich bin gespannt, wohin die Reise laufen wird mit meiner kleinen Ameise hier. Ich freue mich auf das nächste Video. Vergesst nicht das Like für dieses Video. Gebt mir ein Abo, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es mit dem Roboter weitergeht. Bis dahin sage ich Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.